In diesem Video geht es um das Thema Dropshipping. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dieser Folge geht es einmal nicht primär um Facebook-Ads, sondern eng verbunden damit Shopify Dropshipping. Warum Dropshipping ohne Ads nicht auskommt und das Marketing quasi das A und O ist, um erfolgreich damit zu sein, das erfahrt ihr in diesem Video. Darüber hinaus geht Luciano aber auch auf die Gefahren ein, die es beim Dropshipping zu beachten gilt. Schaut also bis zum Schluss. Sollten euch jedoch noch andere E-Commerce- und Online-Marketing-Themen interessieren, dann gibt es eine kleine Neuerung auf unserem Kanal. Wir haben für euch eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Nun gebe ich aber wieder das Wort ab an Luciano. Herzlich willkommen, ich bin's, Luciano von eBakery. Lasst uns heute über das Thema Dropshipping sprechen. Meine Anfänge haben beim Dropshipping auch begonnen, vor mehr als 3 Jahren ungefähr. Und Dropshipping ist eine gute Variante, um das Media Buying zu erlernen, allerdings größtenteils Facebook-seitig, denn hier muss man den Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing ziehen. Ihr wisst, Push-Marketing, ihr drückt es in den Markt rein, Pull-Marketing, ihr zieht die Leads bzw. die Conversions an. Push-Marketing Facebook, Pull-Marketing Google. Google verwendet Keywords, wonach sowieso schon gesucht wird. Facebook drückt es in den Markt und versucht, die Leute zu erreichen, die es wahrscheinlich interessiert. Es gibt viele Gefahren beim Thema Dropshipping, es gibt aber auch viele Möglichkeiten beim Thema Dropshipping. Lasst uns zuerst über das Unschöne sprechen, nämlich die Gefahren. Bitte seid euch bewusst, wenn ihr Dropshipping beginnt und ein Gewerbe anmeldet, was natürlich notwendig ist, seid ihr ab dem ersten Moment dafür verantwortlich, was mit der Ware passiert, wie ihr sie zu versteuern habt, worauf ihr achten müsst bei gewissen Zertifikaten, wenn ihr außerhalb des EU-Raums einkauft und innerhalb des EU-Raums verkauft. Denn wenn ihr das tut, dann seid ihr der Hersteller und seid auch verantwortlich für das, was das Produkt anrichten könnte. Kleines Beispiel, ihr importiert Elektronikartikel. Und diese haben nicht die notwendigen CE-Zertifikate. Die Händler aus Nahost werden immer versuchen, euch diese Zertifikate zwar zukommen zu lassen, aber in mehr als 60% der Fälle sind das meist Fälschungen. Es kommt halt darauf an, wie groß ist der Händler, wer ist der Händler, wie gut kennt ihr ihn, habt ihr Kontakt mit ihm aufgenommen, habt ihr euch damit beschäftigt. Das ist eine der wenigen Gefahren. Ihr seid verantwortlich für das, was die Produkte anrichten können. Anderes kleines Beispiel, ihr importiert Textilartikel, die eventuell mit chemischen Mitteln gewaschen oder bereinigt wurden, die eventuell nicht im EU-Raum erlaubt sind oder deren Mindestmaß an Menge des chemischen Mittels überschritten ist. Ihr haftet dafür. Des Weiteren kommen Dinge dazu wie die DSGVO-Verordnung, die natürlich den Datenschutz vorschreibt. Dann kommt dazu rechtliche Angelegenheiten wie das Impressum, das fachmännisch angelegt werden muss. Damit das Video nicht den Rahmen sprengt, werde ich versuchen, mich kurz zu halten und wir besprechen diese Themen alle einzeln. Was sind nun die Möglichkeiten? Nun, die Möglichkeiten sind mit wenig Aufwand und eventuell wenig Geld, wir reden hier allerdings von 4-stelligen Summen, höhere 5- bis 6-stellige Umsätze zu fahren mit eventuell 4-stelligen Gewinnen. Das ist ganz davon abhängig, wie gut euer Marketing ist, denn das spielt hier eine große Rolle. Wie gesagt, ihr müsst den Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing kennen. Ihr solltet Multi-Channel-Marketing betreiben, was so viel bedeutet, wie ihr benutzt die verschiedenen Plattformen, um die Datensätze zu sammeln und gegeneinander zu benutzen, um die richtigen Käufer zu finden. Einfachstes Beispiel, um Ware zu beziehen, ist in dem Fall AliExpress oder Alibaba. Alibaba eignet sich allerdings eher, um Palettenwaren zu beziehen. AliExpress eignet sich dahingehend, weil es viele API-Plugins bzw. Apps gibt, die ihr mit Shopify verbinden könnt, um die Bestellung ganz einfach weiterzuleiten zu AliExpress. Da gibt es zum Beispiel CJ Dropshipping, da gibt es Oberlo, da gibt es DSers. All diese Apps sind schon vorbereitet in Shopify implementiert zu werden per wenigen Klicks. Allgemein ist Shopify in diesem Fall ein sehr beliebtes Mittel für Dropshipping,
weil Shopify relativ einfach einzurichten ist, relativ einfach zu erlernen und zu verwalten und eben diese Plugins bietet, um das relativ schnell umsetzen zu können. Ebenso macht Shopify per wenigen Klicks das Tracking bereit zwischen Facebook und Shopify oder auch Google und Shopify, Pinterest und Shopify, TikTok und Shopify. LinkedIn und Xing sind bis dato, denke ich, noch nicht vorhanden, werden aber wahrscheinlich irgendwann folgen. Das Wichtige ist, dass ihr euch beim Tracking mit den rechtlichen Belangen beschäftigt. Ebenso spielen die Produkte eine große Rolle. Ihr habt bestimmt die Massagepistole schon mal gesehen, diese schicke Massagepistole für Nacken oder auch andere Bereiche. Das ist ein beliebtes Dropshipping-Produkt gewesen, was auch schon vor 5 Jahren ein ziemlich beliebtes Produkt war. Waren LED-Hundehalsbänder, die man natürlich dann per Emotionen oder Painpoints an das Publikum verkaufen kann. Kommen wir allerdings darauf zurück, was Dropshipping an sich eigentlich nun bedeutet. Dropshipping ist ein Streckengeschäft. Das bedeutet, du besitzt die Ware nicht physisch bei dir und du kaufst sie auch nicht in großen Mengen ein. Jede Bestellung, die ausgelöst wird, wird von dir weitergeleitet an den Hersteller oder das Lager, wo auch immer das Produkt liegt und wird direkt zum Endkunden versendet. Das hat den Vorteil, dass man Lagerkosten spart. Das hat den Vorteil, dass man das Handling bzw. das Packing nicht übernehmen muss und auch sich nicht darum kümmern muss bzw. bezahlen muss. Und es hat den Vorteil, dass man nichts auf Lager kaufen muss und somit nicht in Vorleistung geht. Habt ihr hierzu Fragen, meldet euch bei eBakery. Es gibt sehr viele Kunden bei uns, die Dropshipping auch anbieten und Interesse daran haben, ihre Produkte über Dropshipper zu vertreiben. Solltet ihr am Anfang stehen, lasst euch vorher beraten von eBakery, wie und was ihr tun könnt oder sollt. Und wir werden euch dabei helfen, ein profitables Geschäft aufzubauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, was Dropshipping nun ist. Wir werden in Zukunft über die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel Gefahren und Möglichkeiten, das Marketing dahinter genauer sprechen. Denn Dropshipping zielt es darauf ab, Impulskäufe beim Publikum zu erzeugen, was nun mal eine ganz andere Art von Marketing bedarf. Bis zum nächsten Mal. Damit ist nun deutlich geworden, dass ein Dropshipping-Business durchaus Potenzial haben kann, eine Menge Geld damit zu verdienen. Leichtsinnig von heute auf morgen dieses zu betreiben, sollte aber keiner. Informiert euch umfassend, was für Regularien zu berücksichtigen sind, welche Gebühren beim Import anstehen und versucht euch mit anderen Dropshippern auszutauschen. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne von eBakery beraten lassen und von unserer Expertise profitieren. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Ansonsten helfen wir von eBakery euch auch bei euren Paid Ads, ob Google, Facebook, Instagram oder andere Plattformen. Wir unterstützen euch gerne dabei. Alle Infos erhaltet ihr auf der Seite oben rechts, auf der ihr dann auch einen Termin vereinbaren könnt. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team.